Wo begegnen dir in deinem Alltag Spuren des NS? An welchen Orten oder in welchen Situationen fühlst du dich an den NS erinnert? Das waren die Eingangsfragen, die wir Ende 2020 beim ersten Stadtlabor-Workshop gestellt hatten. Wir hatten damals rund 40 sehr unterschiedliche Frankfurterinnen eingeladen, sich mit uns auf Spurensuche zu begeben. Wir haben die Gruppe bewusst sehr divers zusammengestellt, um herauszufinden, was passiert, wenn verschieden positionierte Menschen aufeinandertreffen und sich mit NS-Geschichte beschäftigen. Wir wollten wissen, welche Spuren finden sie, welche persönlichen Bezüge stellen sie her, aber auch, welche Assoziationen löst es aus, wenn sie sich mit NS-Unrecht beschäftigen. Ich habe eine Spurensuche in mir selbst gemacht. Mein erster Impuls war, NS-Geschichte, das ist doch deutsche Geschichte, nicht meine Geschichte. Doch dann habe ich viele Verflechtungen festgestellt. Wir sind den Spuren der Frankfurterin Ingrid Häuser gefolgt. Sie wurde 1943 mit Down-Syndrom geboren. In einer Zeit, wo Menschen mit Behinderungen ermordet wurden, weil das Leben als unwertes Leben betrachtet wurde. Meine Spurensuche, die Suche nach Kontinuität der Geschichte in der Gegenwart, findet im Frankfurter Waldstadion statt. Dabei geht es um die Bedeutung einer antifaschistischen Haltung des Einzelnen in einem großen Fankollektiv. Insgesamt haben sich 38 Personen an diesem Stadtlabor-Projekt beteiligt. Sie haben 25 Beiträge erarbeitet. Jeder Beitrag hat einen ganz eigenen Zugang zum NS-Unrecht. Sie haben Spuren verfolgt, die zum Beispiel in die Familiengeschichte führen. Es gibt aber auch Spuren, die ihren Ausgang an Orten nehmen oder Spuren, die sich in Alltagssituationen zeigen, wie zum Beispiel Erfahrungen von Ausgrenzung oder auch Rassismus. Die Ausstellung spricht verschiedene Sinne an. Als Besucherin kann man sich der NS-Geschichte auf vielen verschiedenen Wegen nähern. Das ist faszinierend und sehr anregend. Man kommt mit sich selbst in einen inneren Dialog. Die persönlichen Zugänge berühren. Sie rufen Erinnerungen und Gefühle hervor. Es kommt etwas in Gang. Es ist, als wenn man sich mit jemandem unterhält. Das Museum hat ein offenes Ohr. Auch in der Form ist jeder Beitrag anders. Es gibt Filme und Audios, Fotos und Objektensembles sowie Installationen und Zeichnungen. Ich mag an der Ausstellung besonders die Diversität der Zugänge und die Anregung zur kritischen Reflexion der heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse. Wir wollten ausprobieren, wie eine inklusive Erinnerungskultur aussehen kann. Mit dem Projekt zeigen wir, wie divers das Erinnerungskollektiv heute ist. Die Formen des Erinnerns und Gedenkens, die wir in der Bundesrepublik entwickelt haben, spiegeln das nicht immer wider. Mir ist aufgefallen, dass Menschen mit Behinderungen oft nicht erwähnt werden. Menschen mit Behinderungen sollten mehr aus sich herausgehen und dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Die Ausstellung zeigt, wie nah das Thema NS ist und wie wichtig es ist, sich mit dieser Nähe auseinanderzusetzen. Es gibt noch viele Spuren unserer Geschichte, denen es nachzugehen gilt. Es ist wichtig, Raum für individuelle Geschichten und Erfahrungen zu schaffen. Die Ausstellung gibt viele Anregungen, wie man das machen kann. Die Ausstellung hilft dabei, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und sie zu erzählen.